Die Oscarverleihung kann beginnen. Auf ins Shrine Auditorium. Hollywood ist bereit. Live from Los Angeles, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences presents Oscar, the 63rd Annual Academy Awards. Herzlich willkommen bei den Höhepunkten der diesjährigen Oscarverleihung. Der Einzug der Stars ist immer das Vorspiel zur großen Gala. Sehen und gesehen werden heißt hier das Motto. Here's Danny Aiello, film favorite and one of tonight's presenters. Diane Weiss, two-time Oscar nominee and winner for Hannah and Her Sisters. Here's Ron Silver, Academy Award winner. The lovely Jessica Tandy, presenter and Oscar winner. Denzel Washington, last year's Oscar winner for Glory. Martin Scorsese, Best Director nominee for Goodfellas. The legend not only at Oscar time, but all year long, Mr. Bob Hope and his wife Dolores. One of the world's most magical stars, Sophia Loren. From the accounting firm of Price Waterhouse, who tabulates the balloting and guarantee the secrecy and the integrity of the results, Mr. Frank Johnson and Mr. Dan Lyle. Here's Lou Gossett Jr. A beautiful Hollywood couple, Kim Basinger and Alec Baldwin. Goodfellas nominee, Joe Pesci. And two-time Oscar Award winner, Michael Douglas. Und die Begrüßung zur 63. Oscarverleihung übernimmt der Präsident der Academy, Mr. Carl Malden. Hello, everybody. I'm back. This is my second consecutive year. Hallo allerseits. Ja, ich bin wieder da. Für mich ist es das zweite Jahr in Folge, für den Oscar schon das 63. Ich heiße Sie zu unserer Party willkommen. Wir feiern heute auch ein Ereignis, das sich vor 100 Jahren zutrug. Im Jahr 1891 meldete Thomas Alva Edison zum ersten Mal Patente für seine Filmkamera und seinen Projektor an. Jawohl, 100 Jahre ist das schon her. Und seit dieser Zeit haben Filme die Menschen immer wieder verzaubert. Seit ihren flatternden Anfängern haben sich die Bilder zu einem der wichtigsten Ausdrucksmittel für Künstler entwickelt. Und heute Abend feiern wir die Besten ihrer Zunft. In jedem Jahr ehren wir die Besten der Filme, die von der Academy als preiswürdig erachtet werden. In diesem Jahr waren es 465. In meinen Augen ist die Entwicklung der Menschheit am besten in Bildern festgehalten worden. Von Höhlenmalereien über Ölgemälde bis hin zur Fotografie. Den Künstlern gelang es immer besser und eindrucksvoller, das Leben und den Tod und die vielen Träume festzuhalten. Als die Bilder dann aber das Laufen lernten, waren selbst die abgebrühtesten Zuschauer völlig baff. Die ersten, die dieses Gefühl kennenlernten, waren die Franzosen. Und die ersten Bilder, die sie damals bewunderten, sind bis zum heutigen Tag erhalten. Und Carl Malden übergibt jetzt an den ehemaligen Oscar-Preisträger Michael Caine, der sich aus Paris, der Geburtsstätte des Films, meldet. Thank you, Carl. Good evening. Or should I say good morning? It's 3:15 a.m. here in Paris. And I am standing in the middle of history. Ich stehe mit beiden Beinen mitten in der Geschichte. In genau diesem Zimmer im Hotel Scribe versammelte sich im Jahre 1895 zum ersten Mal eine Menschenmenge, um ein kleines Wunder mitzuerleben. Bewegte Bilder. Diese Zuschauer waren einer Einladung der Gebrüder Lumière gefolgt, zweier junge Erfinder, die einen wirklich außergewöhnlichen Apparat dabei hatten. Die Zuschauer konnten sich darauf keinen Reim machen. Dies ist der Originalprojektor, der die Bilder an die Wand warf. Es waren kurze Passagen und einfache Handlungen. Man konnte zum Beispiel einen Straßenzug in Paris erkennen, Eltern mit ihrem kleinen Baby oder einen einfahrenden Zug.
Dies war sozusagen das erste Kino der Welt. Dies sind die echten Filme, die damals gezeigt wurden. So wie wir jetzt war das Publikum gekleidet. Und so wurden diese Menschen zu einem Teil der Geschichte. Monsieur, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, your host for the evening, Mr. Billy Crystal. Doch jetzt zum Geschäftlichen. Will be presented by a great actor who won for Best Supporting Actor last year. Ladies and gentlemen, Denzel Washington. Der erste Oscar wird von einem hervorragenden Schauspieler überreicht werden, der selbst im letzten Jahr den Oscar für die beste männliche Nebenrolle in Glory bekam. Es ist Denzel Washington. Ich habe die große Ehre, den Oscar an eine der 5 talentierten Damen zu überreichen, die für die beste weibliche Nebenrolle nominiert wurden. Wenn diese 5 genauso gespannt sind, wie ich es letztes Jahr war, dann darf man sie nicht länger auf die Folter spannen. Die Nominierten sind also Annette Bening in The Grifters. Well, I have only one thing now.
Are you interested? Well, I would have to see it, of course. You are seeing it. You're looking right at it. Lorraine Bracco in Goodfellas. Nobody does that to me. Who the hell do you think you are? Frankie Valli or some kind of big shot? I forgot. I thought it was next week. It was Friday. It was this Friday, and you agreed, so you're a liar. Come on. We can talk about this, all right? Take it easy. Talk about it? Whoopi Goldberg in Ghost. He wants me to tell you what he's saying word for word. Molly, you're in danger. Now, you can't just blurt it out like that. And quit moving around, will you? Because you're starting to make me dizzy. I'll just tell her in my own way. Molly, you in danger, girl. Diane Ladd in Wild at Heart. There. But I didn't see anything at all. And all I know is that Trish, he killed a man with his bare hands. Hands that are probably all over my baby right now. Mary McDonnell in Dances with Wolves. Is he chief? No. Takiyahu. A holy man. Well, in my heart, ladies, it's Wenn es nach mir ginge, würden alle 5 den Oscar erhalten. Doch in diesem Umschlag befindet sich nur ein Name. And the Oscar goes to Whoopi Goldberg. Viele Kritiker bezeichnen diese Auszeichnung für die schwarze Schauspielerin als Alibi-Handlung der Academy, die ja immer noch den Großteil der begehrten Trophäen an das weiße Hollywood vergibt. Umso größer natürlich Whoopis Freude. Thanks. Ever since I was a little kid, I wanted this. Seit meiner Kindheit, so Whoopi Goldberg, habe ich schon davon geträumt. Aber das können Sie natürlich nicht wissen. Mein Bruder sitzt da unten und denkt sich sicher, ist ja schon gut, du kannst es jetzt. Meine Mutter sieht natürlich auch zu. Ich muss den Menschen bei Paramount danken. Ebenso Jerry Zucker, der sich lange Zeit ließ, bevor er sich endgültig für mich entschied. Das hieß nämlich, dass er sicher war, die Rolle sei richtig für mich. Ich danke Patrick Swayze, der wirklich für mich eintrat. Er sagte, ich will den Film mit ihr machen. I want to thank everybody who makes movies. I come from New York. As a little kid, I lived in the projects. Ich möchte allen danken, die Filme drehen. Ich stamme aus New York, aus dem Armenviertel. Sie waren die Menschen, die ich beobachtete. Sie waren der Grund, warum ich Schauspielerin werden wollte. Ich bin stolz, hier zu stehen. Ich bin stolz, eine Schauspielerin zu sein. Auf der Bühne hier im Shrine Auditorium einer der ganz Großen der Filmbranche, Mr. Jack Lemmon. Sie wissen sicher alle, dass 5 Filme für den besten Film des Jahres nominiert worden sind. Es gibt Zeiten, in denen die Wahl leicht fiel. Diesmal sicher nicht. Die Geschichten, die uns erzählt wurden, boten mehr als nur die Chance, der Realität für einige Stunden zu entfliehen. Einige haben uns etwas gelehrt, andere uns auf Ideen gebracht. Wiederum andere haben uns Spannung beschert, uns amüsiert oder überrascht. Einige haben uns sogar abgestoßen. Aus diesem erlesenen Feld haben die Mitglieder der Akademie 5 herausgesucht und in kurzer Zeit werden wir erfahren, wer das große Los gezogen hat. Doch bis dahin werden wir uns Szenen aller nominierten Filme ansehen. Der erste kommt von Paramount. Es ist der bezaubernde, mystische und romantische Streifen, der uns die Frage stellt, glaubst du, dass Liebe bedeutet, nie auf Wiedersehen sagen zu müssen? Don't you see I'm not a fake? Not about this.
Give me a penny, quick. What? Push a penny under the door now. What are you talking about, push a penny under the door? Just do it. Tell her it's for luck. Sam says it's for luck. Ein Ausschnitt aus Ghost, einer der Streifen, der in der Kategorie Bester Film nominiert ist. Jetzt ein Song, der in der Kategorie Das beste Lied nominiert wurde. Er stammt aus dem Film Dick Tracy. Verfasst wurde er von dem großen amerikanischen Komponisten Stephen Sondheim. Sooner or later, I always get my man. Right after Wayne Schuster and the mouse. But here she is, the NC-17 portion of our really big show. Let's hear it, ladies and gentlemen, Madonna! Sooner or later you're gonna be mine. Sooner or later you're gonna be fine. Baby, it's time that you faced it. I'll always get my man. Sooner or later you're gonna decide. Sooner or later, there's nowhere to hide. Baby, it's time, so I'll waste it in chatter. Let's settle the matter. Baby, you're mine on a platter. I always get my man. If you insist, babe, the challenge lights me. The more you resist, babe, the more it excites me. And no one of kiss, babe, ever fights me again, again, again. If you're on my list, it's just a question of when. When I get a yes, then baby, I'm counting to 10, and then a girl can get awfully awful in the spotlight.
Last year. Madonna! Last year, this... Im letzten Jahr bewegte uns eine Schauspielerin mit ihrer Rolle in Mein linker Fuß sehr. Dafür bekam sie auch einen Oscar. Begrüßen Sie die große Schauspielerin Brenda Fricker. It's really nice to be back. Es ist schön, wieder hier sein zu dürfen, meint Brenda Fricker. So kann ich mich für das letzte Jahr bedanken. Und außerdem kann ich den Herren danken, die für die beste männliche Nebenrolle nominiert wurden. Ihre Leistungen haben den Beruf des Schauspielers noch angesehener gemacht. Denn sie wissen alle, dass gute schauspielerische Leistungen nie leicht zu erzielen sind. Deswegen nenne ich ihren Namen mit Stolz. Bruce Davison in Longtime Companion. You let go of everything. You don't hold on. Oh, Marvin. It's all okay now. Let go. Andy Garcia in The Godfather Part 3. Whose idea was this? Joey Sadler. No! Graham Greene in Dances with Wolves. Buff. Buff goes down. Al Pacino in Dick Tracy. No face dead, and I want Tracy dead. What's the matter? You bums forgot how to kill people? Doesn't your work mean anything to you anymore? I'm looking for generals! What do I got? Foot soldiers! I want Tracy dead! And Joe Pesci in Goodfellas. And amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? No, just... You know how you tell a story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. And the Oscar goes to Joe Pesci in Goodfellas. Oh, it's my privilege. Thank you. Und nach dieser ausführlichen Dankesrede von Joe Pesci ein etwas redefreudiger Kollege, Danny Aiello. Wenn Kinokritiker, Kinomacher und Kinogeher sich einmal einig sind, dann können sie ihr Popcorn darauf verwetten, dass der Film es wert ist, gesehen zu werden. 2 Stunden und 26 Minuten lang werden die Zuschauer von dem Mafioso begeistert sein, den Nicolas Pileggi in dem harten, gewalttätigen, aber auch lustigen Film Goodfellas verkörpert. Goodfellas. So tell me, where have you been? I haven't seen you. You haven't even called or anything. Where have you been? Mom, I've been working nights. And? Well, tonight we were out late. We took a ride out to the country, and we hit one of those deers. That's where the blood came from. I told you. Jimmy told you before. Anyway, it reminds me, I need this knife. I'm gonna take this. It's okay? Okay, yeah. I just need it for Bring it back, though, you know. Well, the poor thing, I hit him in his, we hit the deer in his paw. What do you call it? The paw. The paw. Foot. Big hoof. The hoof got caught in the grill. I gotta hack it off. Oh. Ma, it's a sin. You're gonna leave it there, So anyway, I'll bring your knife back if they. Anyway. Delicious. Thank you. Why don't you get yourself a nice girl? I get a nice one almost every night, Ma. Yeah, but get yourself a girl so you could settle down. That's what I need. settle down almost every night, but then in the morning I'm free. I love you. I want to be with you. Kein Mensch war so oft an einer Oscarverleihung beteiligt wie Bob Hope.
Vor 52 Jahren, 1939, hat er das erste Mal an dieser Gala teilgenommen. Seit damals war er 26 Mal aktiv dabei. Und das ist der Rekord in der Geschichte des Oscars. Hier also zum 27. Mal Bob Hope. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Remember me, the Macaulay? Erinnern Sie sich noch an mich? An den Macaulay Culkin des Jahres 1927? Als die Oscars zum ersten Mal verliehen wurden, da war ich wirklich allein zu Hause. Aber dieser kleine Bursche ist ein wahrer Teufelskerl. Für seinen nächsten Film bekommt er $5 Millionen. Dabei verstößt er gegen das Gesetz über Kinderarbeit. Dies ist die 63. Oscar-Verleihung und ich sage Ihnen, ich liebe diesen Kerl. Ich habe ihn schon so oft getroffen. Ich liebe diesen kleinen Glatzkopf. Ich wusste gar nicht, dass Sinead O'Connor Kinder hat. Es ist wirklich wunderbar, heute persönlich hier zu sein. Ich konnte nicht im Geiste kommen, also kam ich persönlich. Jeder erinnert sich an Filme, die er früher einmal gesehen hat. Es ist wie beim Sex. An das erste Mal erinnert man sich für immer und ewig. Der Filmemacher Jack Workman befragte einige Stars nach ihren ersten Kinoerlebnissen. Dies ist das Ergebnis. Sie fragen mich nach Filmen? Sie waren von Beginn an meine große Leidenschaft. Ich wollte nicht zum Theater, sondern zum Film. Was mich endgültig zum Wahnsinn trieb, war der Film Manslaughter. Ich dachte mir, wenn ich das kann, dann sterbe ich vor Freude. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ins Carthy Circle Theater ging. Ich war noch ein junger Bursche. Ich sah Wings. Ich erinnere mich noch an Mae West, Macy Fields, Laurel and Hardy, Chaplin natürlich. Ich wäre fast in den Bühnengraben gefallen, als ich ihn und die Stiefel sah. Es ging um eine Wette zwischen zwei Ladenbesitzern in Mississippi. Die Früchte des Zorns. Der erste, an den ich mich erinnere, ist The Early mit Gregory Peck. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Rodolfo Valentino sah. Ich mochte ihn zwar, aber es spielte sich immer eine schreckliche Szene in einem Zelt ab. Ich erinnere mich noch an das Autokino. Ich sah zur Leinwand hoch und dachte mir, wow, da will ich auch hin, das will ich auch erreichen. The Home of the Brave. Moulin Rouge. Ich hielt den Film allerdings nicht für besonders gelungen, denn es war der Film meines Vaters. Als ich dann Tammy Tell Me True sah, war es um mich geschehen. Dumbo. Dumbo. Bambi. Bambi. Wie bei allen, nehme ich an. 101 Dalmatians. Absolutely. He's Tarzan of the Apes. I used to love to watch that, waiting for his... What do you call that thing? Well, I always liked the Western. Ich liebte schon immer Western. Das Gute stand immer gegen das Böse und das Gute gewann doch immer. Der Prinz kommt herbei und er hebt Schneewittchen hoch und küsst sie. Sie erwacht wieder zum Leben. Dann besteigen sie sein Pferd und reiten in den Sonnenuntergang. Es dauerte fast 30 Jahre, um mich von dem Film zu erholen. Als die Hexe erschien, stopfte meine Mutter meinen Kopf unter den Stuhl und ich konnte noch dieses Lachen hören. Ich erinnere mich noch gut an eine Einstellung einer wunderschönen Dame in Weiß. Sie geht die Treppe hinunter. Unten angelangt konnte man einen Sarg erkennen. Und ihm entstieg Bela Lugosi. Es war wirklich furchterregend. Ich hatte Angst hinzusehen, doch ich wollte auch etwas sehen. Für Musicals habe ich mich nie begeistern können. Ich blickte hinauf und sah, dass ihre Nasenlöcher ungleich waren. Godzilla. King Kong. Ich wollte, dass der Affe gewann. Ich wünsche mir heute noch, dass es einen fliegenden Teppich gäbe. Ich saß da mit weit geöffnetem Mund. Der erste Film, den ich sah? Ich erinnere mich noch an Grace Kelly und dass ich dachte, dass Gary Cooper... vergiss es, der ist ja tot. Ich erinnere mich an viel Grün. Ich machte nicht in die Hose. Bei mir waren es Elvis Presley und Sex. 1957 sah ich George Formby in dem Film It's in the Air.
John Gilbert in der Matinee? Natürlich, wie können Sie es wagen, eine solche Frage zu stellen? Es war so spannend. Oh, God. It was thrilling. Somewhere in My Memory aus dem Film Kevin allein zu Haus. Eines der Lieder, das in der Kategorie Bester Filmsong nominiert ist. Macaulay Culkin, the 10-year-old star of Home Alone. Macaulay Culkin, der 10-jährige Star aus Kevin allein zu Haus, kann heute nicht bei uns sein. Aber wo immer er diese Show verfolgt, seine neue Freundin wird wohl bei ihm sein. Es ist Cher. Meine Damen und Herren, Mensch, es war doch nur ein Witz. Er ist ein fantastischer Schauspieler. Er war Taxifahrer, Rehwildjäger, der König der Komiker und ein wilder Stier. Alles Rollen, die ich abgelehnt habe. Meine Damen und Herren, 5-mal wurde er nominiert, 2-mal hat er den Oscar gewonnen. Hier ist Robert De Niro. Ein farbenprächtiger Teppich, ausgebreitet in einer Geschichte, die an der Grenze spielt, ist der dritte Film, der für den besten Film nominiert wurde. Er handelt vom Überlebenskampf der amerikanischen Indianer. Ein romantischer, weißer Soldat steht hinzu im Kampf gegen den Feind bei. Feindlich gesonnene Stämme, die US-Armee, weiße Siedler und harte Winter. Der mit dem Wolf tanzt. Der mit dem Wolf tanzt ist ja für 12 Oscars nominiert. Ob es in den so begehrten Kategorien Beste Regie, Bester Hauptdarsteller und Bester Film klappt, werden wir erst am Ende des Programms sehen. Jetzt schon ein kurzer Zusammenschnitt der Auszeichnungen, die Der mit dem Wolf tanzt in anderen Sparten bekommen hat. Hard choice. And the Oscar goes to John Barry for Dances with Wolves. Kim Basinger und Alec Baldwin vergeben hier den Oscar für die beste Filmmusik an John Barry. Bekannt ist er ja als Komponist der James-Bond-Titelmelodien. Diesmal hat er für Der mit dem Wolf tanzt die begehrte Trophäe errungen.
goes to Jeffrey Perkins, Bill W. Benton, Greg Watkins, and Russell Williams II for Dances with Wolves. Diane Wies übergibt den Oscar an die Tonmeister von Der mit dem Wolf tanzt. Jeffrey Perkins, Bill Benton, Greg Watkins und Russell Williams. And the Oscar goes to Neil Travis for Dances with Wolves. Der dritte Oscar für den Editor von Der mit dem Wolf tanzt, für Neil Travis. The Oscar goes to... Michael Blake für Dances with Wolves. Ja, und schließlich wird auch noch das Drehbuch von Der mit dem Wolf tanzt von Michael Blake mit einem Oscar ausgezeichnet. I had intended Ich hatte ursprünglich vor, na komm schon her. Sollte ich das große Glück haben, heute Abend diese fantastische Auszeichnung zu erhalten, so hatte ich mir vorgenommen, mich an junge Menschen auf der ganzen Welt zu wenden. Menschen, die ich sehr mag. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dabei Hilfe benötigen würde. Dies ist meine Freundin Doris Liedercharge, die in unserem Film eine wichtige Rolle spielte. Doris wird mir jetzt helfen. Sie kommt aus Rosebud, South Dakota. She's from Rosebud, South Dakota. Mein Erfolg begann, als ich anfing, Bücher zu lesen. Träume entstammen Büchern. Und mein Traum war es, etwas zu tun, das so vielen Menschen wie nur möglich nutzen sollte. Das Wunder an Der mit dem Wolf tanzt ist die Tatsache, dass ein Traum wahr werden kann. Haltet an euren Träumen fest. Lasst sie euch von niemandem wegnehmen. Gebt nie auf. Ich möchte meine aufrichtigen Grüße an Kevin Costner und Jim Wilson richten und ebenso an 3 Dichter, die mich immer inspiriert haben. Exene Cervenka, Doug Nutt und Jocelyn Heeney. Gute Nacht. Schon 4 Oscars für Der mit dem Wolf tanzt. Nur Kevin Costner selbst muss weiterhin zittern. Gehen Sie ins Kino. Und wenn Sie sehen, wie Robert De Niro Ruth Nelson umarmt, dann kann ein Mensch mit einem Herz im Leib sich der Tränen nicht erwehren. Ich spreche von einer Szene aus dem 4. Film, der für den besten Film nominiert wurde. Es ist die wahre Geschichte eines jungen Arztes, der versucht, Patienten wieder zum Leben zu erwecken, die als lebende Tote abgeschrieben worden sind. Und ob Sie es glauben oder nicht, der Film ist lustig. Es ist Zeit des Erwachens. Here is a taste of awakenings. It's a miracle. Where are my glasses? They're on your face. Oh, thank you. Just be so tired. Close the door. Talking. Light. I'm Rose. Hello.
Dottore. I'm walking. Who are you? Der nächste Mann aus der langen Reihe der Stars, den ich Ihnen nun präsentieren möchte, benötigt keinerlei Vorstellung. Außer vielleicht der, die ihm hier vor 28 Jahren zuteil wurde. It is my privilege to present the Oscar for the best performance by an actor. La busta per... Ah, ma... Bien, Now, the winner is Gregory Peck in... Ladies and gentlemen, former Academy President and Oscar winner, Mr. Gregory Peck. Tonight I'm delighted to be able to reciprocate. Es ist mir heute eine große Ehre, das Kompliment zurückzugeben. Ich darf Sophia Loren den Ehren-Oscar überreichen, da sie einer der wirklichen Kinoschätze ist. Seit vielen Jahren schon versuchen die Kritiker herauszufinden, was Sophia so typisch macht. Man hat sie beschrieben als Sonnenlicht und Lachen, als neapolitanische Mutter Erde und als eine seltene Mischung aus Sexgöttin, köstlicher Komödiantin und hervorragender Dramatikerin. Millionen Menschen sahen ihren Oscar-gekrönten Auftritt in Two Women. Sie verstanden diese Frau genau. Ob sie nun Bäuerin, Prostituierte oder Prinzessin ist, Sophia ist einfach ein Gedicht. Sie werden es gleich sehen. Trotz all dieser Beschreibungen bleibt sie unvergleichlich und einmalig. Wir sehen sie nun auf der Leinwand. Sophia. Hello. 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 Hello, hello. Carina! Your baby is a picture, your Carina. And yet I'm just an innocent bambina who's grown, but never has known the sweetest game of love. Carina, so happy and light hearted, your Carina. In my poor heart of fire, you'll be started what's to be done for a lonely heart. Because Carina, Carina, you know that it's true. You're lovely to look at, delightful to move. Oh, darling Carina, you know I'm so in love with you. Ladies and gentlemen, Miss Sophia Loren. So wie sie einst Gregory Peck einen Oscar überreicht hat, so revanchiert er sich jetzt. Der Ehren-Oscar der Academy für ihr Lebenswerk und Standing Ovations für die Grande Dame der Filmbranche, für Sophia Loren, die jetzt die Tränen nicht mehr unterdrücken kann. Thank you very much, Gregory. And every friend. Vielen Dank, Gregory. Und vielen Dank auch allen Freunden und Kollegen. Ihre Großzügigkeit erfüllt mich mit großem Stolz. Ich kann mich noch an meinen ersten Oscar erinnern. Es war so überwältigend. Ich konnte Ihnen einfach nicht gegenübertreten, sondern er fand Entschuldigungen, um vor 30 langen Jahren nicht bei Ihnen zu sein. 30 years ago. Now, 1,000 feelings crowd my heart while I'm holding this wonderful statue.
So viele Gefühle ergreifen von mir Besitz, während ich diese wunderbare Statue halte. Es fällt mir sehr schwer, die richtigen Worte zu finden und meine Gedanken richtig auszudrücken. Ich möchte auf meine Muttersprache zurückgreifen und einfach sagen: Grazie, America. Thank you. Den kennen Sie bestimmt alle, Mr. Dustin Hoffman. Die Nominierungen zum besten Film, Zeit des Erwachens, Der mit dem Wolf tanzt, Ghost, Der Pate 3 und Goodfellas, werden als ausländische Filme angesehen. In Frankreich, der Schweiz, China, Deutschland, Italien und auch sonst überall auf der Welt. Heute, in unserem Land, lauten die Nominierungen für den besten ausländischen Film folgendermaßen. From France, Cyrano de Bergerac. From Switzerland, Journey of Hope. From the People's Republic of China, Judo. From Germany, The Nasty Girl. From Italy, Open Doors. And the Oscar goes to Journey of Hope, and accepting the award, the film's director, Xavier Koller. Für Xavier Koller, den Regisseur von Die Reise der Hoffnung, bestimmt eine große Überraschung. Denn Cyrano de Bergerac galt in dieser Kategorie bester ausländischer Film doch als der Favorit. Oh, I can't believe it myself. Also, ich kann es nicht glauben. Ich möchte allen Mitgliedern der Akademie herzlich danken. Meine besonderen Grüße richten sich allerdings an die Familie in der Türkei, genauer gesagt in Anatolien, die ihren Sohn verloren hat, als er im Oktober 1988 versuchte, die Berge zur Schweiz zu überqueren. In October 88, crossing the mountains into Switzerland. Ich möchte allen türkischen Schauspielern und Teammitgliedern herzlich danken. Emin Sivas, Nur Sürer, Necmettin Çobanoglu, who did a great job on this film. Sie haben hervorragend gearbeitet. Auch möchte ich den italienischen Mitgliedern sowie den schweizerischen Mitarbeitern und Schauspielern danken. Vielen Dank. And Peter Furter from Condor and Catpix. Thanks a lot. Ich traf Harry Connick Jr. zum ersten Mal, als er an der Musik zu Harry und Sally arbeitete. Seine Karriere verlief seitdem steil aufwärts. Er hat in diesem Jahr den Grammy gewonnen und den Broadway ausverkauft. Die 5. Nominierung für den besten Song stammt aus Der Pate Teil 3. John Bennis und Carmine Coppola haben ihn geschrieben. Versprechen Sie mir, sich immer an ihn zu erinnern, und ich verspreche Ihnen, ihn nie zu vergessen. Hier ist Harry Connick Jr. Promise me you'll remember this love together today. We may not have tomorrow. It's not for us to say. Fate isn't kind to lovers. It breaks the hardest heart. Promise me you'll remember how good we are.
promise me you'll remember how good we are. Ladies and gentlemen, please welcome Anne Margaret and Gregory Hines. Wir haben nun alle 5 Songs gehört, die nominiert worden sind. Wir wollen sie Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen und dann den Oscar-Preisträger verkünden. They are, in alphabetical order, from Young Guns 2, Blaze of Glory, music and lyric by John Bon Jovi. From Postcards from the Edge, I'm Checking Out, music and lyric by Shel Silverstein. From The Godfather Part 3, Promise Me You'll Remember, music by Carmine Coppola, lyric by John Bettis. From Home Alone, Summer in My Memory, music by John Williams, lyric by Leslie Burkus. From Dick Tracy, Sooner or Later, I Always Get My Man, music and lyric by Stephen Sondheim. And the Oscar goes to Stephen Sondheim for Sooner or Later, I Always Get My Man from Dick Tracy. Stephen Sondheim ist heute nicht anwesend, aber Madonna freut sich als Interpretin des Songs Sooner or Later mit ihm. Last year's Academy Award winner, brilliant actor, ladies and gentlemen, Daniel Day-Lewis. The 5 women nominated for Best Performance by an Actress in a Leading Role are Kathy Bates in Misery. Here comes the cliff. And just before the car went off the cliff, he jumped free, and all the kids cheered. But I didn't cheer. I stood right up and started shouting, "This isn't what happened last week. Have you all got amnesia? They just cheated us. This isn't fair. He didn't get out of the cock-a-doodie car." Angelica Houston in The Grifters. That's me. That's who I am. You were never cut out for the rackets, Roy. How come? You aren't tough enough. Not as tough as you, huh? Get off the grift, Roy. Why? You haven't got the stomach for it. Julia Roberts in Pretty Woman. Talking 24 hours a day, it's gonna cost you. Give me a ballpark figure. How much? 4,000. 6 nights at 300 is 1,800. You want days too? 2,000. 3,000. Done. Meryl Streep in Postcards from the Edge. Joanne Woodward in Mr. and Mrs. Bridge. Emotional destiny is to express yourself through love and self-sacrifice. Right. But no one can go through their whole life without some kind of appreciation. And most of the time, you don't seem to even know whether I'm dead or alive. And the Oscar goes to Kathy Bates in Misery.
I'd like to thank the Academy. I've been waiting a long time to say that. Auf den Satz habe ich wirklich lange gewartet. Ich möchte allen anderen Nominierten des heutigen Abends gratulieren, vor allem denen in meiner eigenen Kategorie. Ihre Arbeit beeindruckt mich und macht mich bescheiden. Ich möchte allen danken, die mit diesem Film in Verbindung stehen. Columbia, Castle Rock, Andy Steinman, Rob Reiner, der mir eine Chance gegeben hat. Ich danke auch William Goldman, der die wunderbare und verrückte Annie Wilkes mitgebracht hat. Und natürlich Stephen King, der von Anfang an dabei war. Ich danke Jimmy Caan und entschuldige mich für die Knöchel. Jimmy, ich bin wirklich dein Fan Nummer 1. And I would like to say that I really am your #1 fan, Jimmy. I would like to thank the cast and the crew of Misery. Ich danke auch den Schauspielern und Mitarbeitern an Misery. Wunderbar. Ich habe gerne mit euch zusammengearbeitet. Und ich danke meinen Freunden in New York im Sea Palace an der 9. Avenue. Und ich danke meiner Familie, meinen Freunden, meiner Mutter und meinem Vater. Ich hoffe, er schaut von irgendwoher zu. Vielen Dank. Thank you very much. Last year's Oscar-winning actress for Driving Miss Daisy, Miss Jessica Tandy. How nice it is to be back. Wie schön ist es, wieder hier zu sein. Wenn das Fernsehen das Leben auf Zentimeter verkleinert, dann vergrößert die Kinoleinwand es auf Meter. Die 5 Männer, die wir nominiert haben, sind selbst überlebensgroß. Sie sind Schauspieler. Ich kenne mich da aus. Ich habe einen geheiratet. I know, I married one. Those nominated for Best Performance by an Actor in a Leading Role are Kevin Costner in Dances with Wolves. Crazy Boss is my quote. All right, put it down. Put it down. And these are the post provisions. All right, now get your ass off the wagon. Put it down. And help me unload. We're just having a conversation. Now put it down. Robert De Niro in Awakenings. Sickness took me out of the world, and I fought to come back. I fought for 30 years. 30 years. And I'm still fighting. But you have no excuse. Nothing to do with me. You have no excuse. You're just a scared and lonely man with nothing. No life, nothing. You're the ones to sleep. Gérard Depardieu in Cyrano de Bergerac. Quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. De loin, je suis des yeux sous un rayon d'argent. Au bras d'un cavalier, quelques femmes. En songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, j'aimerais, moi aussi, au bras, en avoir une. Je m'exalte. J'oublie. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Richard Harris in The Field. Are you in there, bud? Can you hear me, bud? Can you hear me in there, Jamie? Can you hear me beyond in that mirror? Can you hear your father, son? I'm coming to get you, son. Wherever you are, in heaven or in hell. Jeremy Irons in Reversal of Fortune. See if you can find something. Constitution. You do have one thing in your favor. Everybody hates you. Well, that's a start. And the Oscar goes to Jeremy Irons. Reversal of Fortune.
This is great. Thank you, the Academy. Das ist wunderbar. Ich danke der Akademie und Thank you allen, die mir everybody Glück who gewünscht haben. wished me well for this. Specifically, thank you Warner Brothers, Sovereign Pictures, Ed Pressman, Barbie Schroeder, Luciano Toboli, our lighting cameraman, people who made me look like that, Alan Weisinger and Dick Smith. Thank you, my co-stars. Ich danke meinen Kollegen, vor allem Ron Silver und Glenn. Endlich hat man mich überredet, den Film zu drehen. Vielen Dank auch an Phil Spector, Anne Hutton, Sally Fisher. Thank you also, and some of you may understand why. Und ich danke auch, einige von Ihnen werden das sicher verstehen, David Cronenberg. And lastly, if I may cut the call of a telephone to London. Und zum Schluss möchte ich mir noch ein Telefonat nach London sparen, wo meine Frau jetzt aufgeregt in einem Hotelzimmer sitzt und wartet. Ich wünschte, du könntest mir jetzt tragen helfen, denn du hast mir geholfen, ihn zu bekommen. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, Jeff Bridges. Vor fast 20 Jahren begannen Mario Puzo und Francis Ford Coppola mit der Arbeit an der Geschichte der Corleone-Familie. Der Pate und der Pate 2 gewannen beide Oscars. Jetzt ist der dritte Teil da. Er befasst sich wieder mit Unruhen, vatikanischer Politik, persönlichem Ehrgeiz und gnadenloser Rache. Diese Bewegung verbreitete sich von Sizilien nach Manhattan und von Las Vegas bis nach Rom. Ein Mann ist zwischen den beiden Teufeln, die ihn beherrschen, hin und her gerissen. Es ist der Pate 3. Godfather, this is the cake for you and your family from Enzo Rebecca. Wanna do it? All right. What's that? Manche Menschen sagen, es gebe keine richtigen Kinohelden mehr. Ich sage, sie haben Unrecht. Tom Cruise. Bei der allerersten Oscar-Preisverleihung gab es für die Regie gleich 2 Oscars. Einer ging an Frank Brusecchi in der Sparte Drama, der andere an Louis Milestone in der Sparte Komik. Hier nun Regisseure, die diese 100 Jahre alte Tradition aufrechterhalten. Kevin Costner for Dances with Wolves. Francis Ford Coppola for The Godfather Part 3. Martin Scorsese for Goodfellas. Stephen Frears for The Grifters. And Barbette Schroeder for Reversal of Fortune. And this year, the Oscar for directing goes to Kevin Costner. Vor
Vor einigen Wochen noch hat ein anonymer Anrufer versucht, einige Mitglieder der Jury zu verunsichern. Kevin Costner hätte in Der mit dem Wolf tanzt nicht selbst Regie geführt, ließ dieser Anrufer verlauten. Aber der Regie-Oscar an Kevin Costner ist wohl die entschlossene Antwort der Mitglieder der Akademie auf diese bösartige Intrige. I didn't trust myself. I don't. Even when I make the movies, I have to write everything down. Ich traue mir nicht über den Weg. Selbst wenn ich Filme produziere, muss ich alles aufschreiben. Jeder weiß, dass man sich selbst nicht ins rechte Licht rücken sollte. Ich akzeptiere dies heute Abend im Namen meiner Freunde und der Menschen, die mein Leben beeinflusst haben. Es sind Jim Wilson und Michael Blake. Den Menschen von Majestic geht von dieser Stelle ein besonders herzlicher Gruß zu. Gleiches gilt für die Menschen in Mexiko, die meine einfachen Erklärungen bestens verstanden und ebenso meinen jugendhaften Enthusiasmus. Doch sie verstanden auch, dass mir die Sache bitter ernst war. Ich wollte den Film drehen. To Michael Ovitz for his careful reconstruction, it helped me finish Dances without having to compromise my dream. And finally, I'd like to share this award with my wife, Cindy. Ich möchte die Ehrung auch mit meiner Frau Cindy und meinen 3 Kindern teilen, ebenso mit meinem Bruder und meinen Eltern. Ich bin so glücklich, dass wir alle noch leben, um dies zusammen feiern zu können. Vielen Dank. Thank you very much. Two-time Oscar winner Barbra Streisand. Barbra Streisand übergibt jetzt als Höhepunkt den letzten Oscar, den für den besten Film. Im Kampf um diesen Auftritt hat sie Rocky Sylvester Stallone aus dem Ring geboxt. Nicht nur der Oscar selbst, sondern auch die Verleihung der Trophäen ist bei den Stars heiß begehrt. This being the 100th anniversary of the development of motion Dies ist der 100. Jahrestag der laufenden Bilder. Daher scheint es nur logisch, dass wir diese Festlichkeiten mit dem höchsten Preis beenden. Sie haben heute schon Ausschnitte aus den 5 Filmen gesehen, die für den Oscar nominiert sind. Jeder vereinigt Voraussicht und Hingabe in vollendeter Form. Each one is a remarkable combination of vision and dedication. The 5 nominated pictures are Awakenings, Walter F. Parks and Lawrence Lasker producers. Dances with Wolves, Jim Wilson and Kevin Costner producers. Ghost, Lisa Weinstein producer. The Godfather Part 3, Francis Ford Coppola producer. Goodfellas, Irwin Winkler producer. And the Oscar goes to Dances with Wolves, Jim Wilson and Kevin Costner, producers. Wie erwartet ist Kevin Costner der große Sieger bei dieser Oscarverleihung. In einem bereits 7 Jahre alten Smoking holt er sich jetzt auch noch die Trophäe für den besten Film ab. I would like... Oh my gosh. I didn't drink any water. It was smart. Meine Güte, ich habe kein Wasser getrunken. Super, was? Oh, I would like to thank the Academy members. Ich danke den Akademiemitgliedern für einen Höhepunkt, der den schönsten Tanz meines Lebens abschloss. Ich danke den Schauspielern und der Mannschaft, die nie sagten, nein, geht nicht. Ich danke Orion Pictures und Majestic Films für ihre Unterstützung bei einem Film, der wirklich sehr schwer zu drehen war. Ich danke meiner Frau Teresa, meiner Familie und Freunden, die mir immer geholfen haben. Und ich danke den Indianern in diesem wundervollen Land. Man wird ihre Trommeln immer hören. Und ich danke meinen besten Freunden Kevin Costner und Michael Blake. Vielen Dank.
I just want to say that Ich weiß, dass es sehr leicht ist, das, was wir tun, herunterzuspielen. Die Kritiker sagen, also, wenn das Ganze so toll ist, warum erinnert man sich nach einem Jahr nicht mehr an den Oscar-Preisträger? Remembers who last year won the Oscar, and I've got a real flash for you. Mann, ich habe Neuigkeiten für Sie. Ich werde nie vergessen, was hier heute geschehen ist. Meine Familie wird es auch nie vergessen. Meine indianischen Freunde, vor allem die Sioux, auch nicht. Die Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, werden es auch nicht vergessen. Der mit dem Wolf tanzt, hat in diesem Jahr gewonnen. Dances with Wolves won this year. And while it's not as important as the rest of the Der Film mag nicht so wichtig sein wie das, was sonst auf der Welt geschieht. Aber für uns ist der Film für immer wichtig. Wir danken Ihnen dafür. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Jetzt ist es Zeit für mich, in den Sonnenuntergang zu reiten. Bitte schön. Und hier noch was für Sie. Danke, vielen Dank. Das Pferd ist übrigens hier, weil am 12. Juni mein neuer Film City Slickers startet. 1 Milliarde Menschen sehen zu. Bin ich völlig verblödet? Gute Nacht. Das waren sie, die Höhepunkte der Oscar-Nacht 1991. Ein kurzes Resümee am Ende. Leer ausgegangen sind Der Pate Teil 3 und Zeit des Erwachens. Großer Sieger, der mit dem Wolf tanzt, obwohl er eigentlich alles gegen den Erfolg dieses Filmes gesprochen hat. Schwierigkeiten, Geldgeber zu finden, die Länge von über 3 Stunden und schließlich das Thema. Western sind out, hieß es. 7 Oscars für das Indianer-Epos sind der eindrucksvolle Beweis, dass selbst in Hollywood nicht alles nach den dort selbst gemachten Spielregeln läuft. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.